Der wiegende Scanbox-Wagen besteht aus der Scanbox, die oben auf dem Rahmen montiert ist, sowie den angeschlossenen Scanner. Integriert ist auch die Akkueinheit direkt in die Scanbox selbst. Der Wagen steht auf ganz normalen 4 Rollen und ist gelagert auf 3 Wegezellen, die sowohl die untere Ebene als auch den oberen Korb der Scanbox wiegen, sodass jedes Teil jederzeit im Wagen erfasst werden kann. Wie man hier schön in der Gesamteinstellung sieht, ähnelt die Form der eines normalen Einkaufswagens sehr. Und auch die Nestbarkeit ist überhaupt kein Problem, sodass beliebig nahezu unendlich viele Wagen ineinander geschoben werden können und der Platzverlust in Relation zum normalen Einkaufswagen gleich 0 ist. Wie man auch hier im Eingangsbereich des Marktes sieht, sind die Wagen nochmals vollständig nestbar und nehmen nicht mehr Platz weg, als der normale Einkaufswagen das tut. Der Kunde kann also bei Betreten des Einkaufswagens, wenn Sie hier stehen oder im Einkaufswagen direkt, ohne jegliche Anmeldung einen Wagen wegnehmen und seinen Einkauf damit beginnen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich möglich, auch eine Deutschlandcard einzupflegen, sodass der Kunde, sofern er das denn möchte, sich bei dem Wagen auch anmelden kann und alle weiteren Features damit nutzen kann, die er damit freischaltet. Die Ladeinfrastruktur der Scanbox ist darüber hinaus völlig variabel und benötigt lediglich eine Steckdose. Sie kann also aufgestellt werden, wo immer auch die Erfordernisse des Marktes es erfordern. Der Wagen an sich ist nahezu unendlich nestbar, kann einfach ineinander geschoben werden, ohne dass dabei Platz verloren geht, ist quasi ein völliges Äquivalent zum ganz normalen Einkaufswagen. Mithilfe der Magnetstecker kann der Wagen so aufgeladen werden. Eine Infrastruktur zum Laden, wie man sie hier sieht, reicht für bis zu 20 Wagen und nimmt kaum Platz weg und erfordert darüber hinaus auch keinerlei feste Investitionen in irgendwelche Infrastruktur, wie beispielsweise Starkstromkabel oder ähnliches. Es ist lediglich eine ganz normale Steckdose notwendig. Kauft der Kunde nun beispielsweise 4 verschiedene Beutel Maggi, ist er einmal zur Wiegekontrolle sowohl zum Schutz der Bestände angehalten, jeden Artikel einzeln zu scannen und danach in den Wagen einzulegen. So kann der Wagen bei jedem Scan und Artikel das korrekte Gewicht überprüfen und ein ganz wesentlicher weiterer Vorteil, gerade im Zuge der Luna-Ausrollung, ist der Schutz der Bestände. Der Kunde kann eben nicht den Artikel einlegen und legt gleich 4 Artikel ein und scannt danach 5-mal den einzelnen, sondern er muss wirklich jeden Artikel einzeln scannen, in den Wagen einlegen, kurz die Viertelsekunde der Überprüfung abwarten und kann dann anschließend mit dem nächsten Artikel fortfahren. So werden die Bestände im Laden geschützt und ein Verfälschen der Bestände für die automatische Bestellung wird verhindert. Um noch einmal die Genauigkeit des Wagens zu demonstrieren, sieht man hier 2 Packungen, eine mit 420 und eine mit 486 Gramm. Der Kunde scannt nun die leichte mit 420 Gramm, legt jedoch die schwere Packung mit 486 ein. Der Wagen erkennt dies, fordert den Kunden darauf aus, den Artikel wieder herauszunehmen und den korrekten einzulegen. Der Kunde tauscht nun die Artikel aus, legt den bereits gescannten leichten Artikel ein. Für 2,71 €, wie man hier nun erkennen kann, ist dieser Artikel erfasst und der Kunde kann weiter einkaufen. Für den Fall, dass der Kunde beispielsweise einen Artikel scannt und danach umgehend den Wagen bewegt, bleibt die Fehlermeldung so lange bestehen, bzw. der Hinweis so lange bestehen, bis der Kunde anhält. Der Wagen überprüft nun sofort das Gewicht beim nächsten Stillstand und man sieht, das Studentenfutter ist nun im Wagen vermerkt. Sollte der Kunde nun beispielsweise einen Artikel entnehmen, merkt der Wagen dies und erkennt auch, welcher Artikel entnommen wurde. Korrigiert der Kunde das nicht und scannt einen anderen Artikel, blockiert der Wagen und fordert den Kunden auf, erst den entnommenen Artikel zu scannen, um ihn so zu löschen. Nun sieht man auch auf dem Display, dass der Seeberger Studentenfutterartikel entnommen wurde. Scannt nun den neuen Artikel, legt ihn ein, der Wagen kontrolliert und ist nun mit den Biozentrale Waffeln erfasst und kann weiter verkauft werden. Nachdem wir in der Zwischenzeit noch einige Artikel weiter in den Einkaufswagen eingescannt haben, umfasst der Einkaufswagen nun 36 Teile zu 74,24 € und ist somit sehr voll. Der Kunde kann in der Kassenzone nun den Bezahlen-Button auswählen und wird von dem Wagen nochmals gefragt, ob er wirklich alle Waren gescannt hat und den Bezahlvorgang beginnen möchte. Der Kunde bestätigt nun mit Ja und nimmt nun den Handscanner und sagt dem Wagen, mit welcher Kasse er kommunizieren soll. Dies löst vollautomatisch den Kassiervorgang aus und überträgt den gesamten Einkauf an die Kasse, der in der Zwischenzeit mittlerweile abgeschlossen ist und auf dem Kassenterminal als ganz normale Kasse angezeigt und eingescannt wird. In dieser Geschwindigkeit kann mit der Scanbox ein Einkauf von 74 € binnen wenigen Sekunden abkassiert und gescannt werden. Der Kunde kann nun auf der Kasse total auswählen und entscheidet sich nun, ob er bar oder mit Karte zahlen möchte, was er entweder am EC-Gerät oder unten an dem Cash-Terminal tun kann. Nach Bezahlung erhält der Kunde anschließend einen Kassenbon mit ERN-Code und kann über das Exit-Gate, wie dieser Kunde es tut, den Laden problemlos alleine verlassen. Beim Bezahlvorgang und Betätigen der Bezahlen-Taste kann der Kunde darüber hinaus für eine Zufallskontrolle ausgewählt werden. Diese Zufallskontrolle kann der Kaufmann individuell von der Wahrscheinlichkeit her einstellen.
Er kann also quasi festlegen, ob jeder 10K Einkaufswagen kontrolliert werden soll oder nur jede 20. oder eben jeder Einkaufswagen. Dies kann standortspezifisch und nach den Wünschen des Kaufmanns ausgewählt werden. Nach Auswahl der Zufallskontrolle muss ein Mitarbeiter hinzukommen, der mit der Managerkarte die Zufallskontrolle beginnt und wird nun vom Wagen aufgefordert, 5 Artikel zu scannen und zu überprüfen, ob diese vom Wagen erfasst worden sind. Also kann der Mitarbeiter an dieser Stelle 5 individuelle Artikel auswählen und wird dabei selbstverständlich Acht darauf geben, welche Artikel er überprüft. Also beispielsweise diebstahlintensive Artikel wie beispielsweise den 1 Kilo Kaffee kann er überprüfen und die Scanbox zeigt dann an, ob dieser Artikel im Einkauf gescannt wurde oder eben nicht. Für den Fall, dass dort ein Problem auftritt und ein Artikel nicht gescannt wurde, was im Falle des Wiegewagens nahezu unmöglich ist, da der Wagen ja bereits bei jedem Scan den Artikel kontrolliert hat, könnte der Kunde an eine ganz normale Kasse verwiesen werden oder im Fall eines offensichtlichen Betruges entsprechend weiter verfahren werden. Nach Durchführung der Zufallskontrolle kann der Mitarbeiter die Überprüfung freigeben. Dies kann er nur tun, wenn alle 5 Artikel, die kontrolliert wurden, auch in der Scanbox vom Kunden erfasst worden sind.